Stille, nicht die Stille der Leere, sondern die Stille, die spricht. Die Berge schweigen nicht, weil hier nichts ist. Die Berge schweigen, weil hier alles ist. Jeder Gipfel ein Altar, jedes Tal ein Tempel, jeder Windhauch eine Botschaft, die sich an diejenigen richtet, die gelernt haben hinzuhören. Ich bin hier, weil etwas in mir wusste, es gibt Wahrheiten, die sich nur in der Stille öffnen. Wahrheiten, die kein Lärm der Welt tragen kann. Wahrheiten, die größer sind als Worte. Und dennoch, sie warten darauf, gesagt zu werden. Und so stehe ich hier in den Bergen, wie einst ein Mann in den Wüsten Babylons stand. Ein Mann, dessen Name durch Jahrtausende getragen wurde. Daniel. Daniel, der die Löwengrube überstanden hatte, der Königreiche hatte aufsteigen und fallen sehen, wie Wellen im Ozean der Zeit. Dieser Daniel hatte eine Vision erhalten, und sie war so groß, so erschütternd, so weit jenseits des menschlichen Fassungsvermögens, dass er sie zunächst nicht verstand. Was tat er? Er aß kein Brot der Begierde, kein Fleisch kam in seinen Mund, keinen Wein trank er, kein Öl salbte seine Haut. 21 Tage, 3 Wochen des Fastens, 3 Wochen des Wartens, 3 Wochen des Betens. In einer Stille, die von außen wie Schweigen aussah, aber von innen war sie ein brennendes Feuer. Er stand am Ufer des großen Flusses Hiddekel, dem Tigris, dem Strom der Zivilisationen, und er wartete, nicht weil er schwach war, sondern weil er wusste. Er wusste, dass die Antwort kommt. Er wusste, dass das Schweigen des Himmels kein Zeichen der Ablehnung ist. Er wusste, und das ist vielleicht die tiefste Wahrheit dieser Geschichte, er wusste, dass zwischen dem Gebet und der Antwort ein Kampf stattfindet, den kein menschliches Auge sehen kann. Dann kam der Engel, und er sagte etwas, das die gesamte Weltanschauung der Menschen hätte erschüttern sollen. Aber kaum jemand hört wirklich hin. Er sagte, vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen, wurden deine Worte gehört, und ich bin um deiner Worte willen gekommen. Hörst du das? Vom ersten Tag an, nicht nach 3 Wochen, nicht irgendwann, vom ersten Tag an, das Gebet gehört, die Antwort entsandt, und dennoch 21 Tage bis zur Ankunft. Warum? Der Engel fährt fort. Aber der Fürst des Königreichs Persiens stand mir 21 Tage gegenüber. Halte inne, atme, lass das sinken. Hinter dem Vorhang dieser sichtbaren Welt, hinter dem Blau des Himmels, das du siehst, hinter dem Rauschen des Windes, den du spürst, hinter dem Schweigen dieser Gipfel, gibt es eine andere Ebene der Wirklichkeit. Eine Ebene, auf der Kräfte wirken, die wir nicht sehen, aber spüren. Die Weisen nennen es wie oben so unten, wie innen so außen. Und hier in Daniels Geschichte öffnet sich ein Fenster in diese Realität. Es gibt Mächte,
geistige Mächte, Wächter von Reichen, Fürsten der Unsichtbaren. Und dieser eine hohe Fürst, der Fürst Persiens, er kämpfte nicht gegen Daniel, nicht gegen das Gebet. Er kämpfte gegen den Boten. Er wollte die Antwort aufhalten. Er wollte, dass Daniel zweifelt. Er wollte, dass Daniel aufgibt. Denn das ist das Wesen des Widerstands. Er kommt nicht immer als offener Angriff. Er kommt als Stille, als Verzögerung, als das leise Flüstern, vielleicht hört dich niemand. Aber Preis sei dem, der die Ordnung in die Ordnungslosigkeit gesetzt hat. Preis sei dem Prinzip, das vor allem war, was ist. Dem einen, dem Unaussprechlichen, dem alles Durchdringenden. Denn was Daniel erlebte, ist kein Zufall, es ist Gesetz. Das Gesetz der Ursache und Wirkung. Das 7. Prinzip des Kybalions lehrt uns, keine Ursache geht verloren, kein Gebet verhallt im Nichts. Jede erhobene Stimme schlägt Wellen durch Ebenen der Wirklichkeit, die weit über unser Sehen hinausgehen. Daniels Worte, sie wurden gehört, nicht von einem fernen, gleichgültigen Gott, sondern von einer Wirklichkeit, die so vollständig und lebendig ist, dass selbst unsere zitterndsten Gebete die Stille des Universums bewegen. Preis sei dem Gesetz der Schwingung, dem 3. Prinzip. Alles schwingt, alles bewegt sich, alles hat seinen Rhythmus. Diese Berge schwingen, dieser Stein unter meinen Füßen schwingt, diese Luft schwingt und das Gebet, das Gebet, ist Schwingung in ihrer reinsten Form. Es ist Bewusstsein, das sich nach oben ausrichtet und die Frequenz der höheren Ebenen berührt. Wenn du fastest, wenn du schweigst, wenn du wartest, dann läuterst du deine Schwingung. Du wirst leiser nach außen, damit du lauter wirst nach innen. Daniel verstand dies. Er fastete nicht, um sich zu bestrafen. Er fastete, um sich zu reinigen, um die Frequenz seines Wesens auf die Frequenz der Antwort abzustimmen. Wie oben, so unten, wie innen, so außen. Und so stehe ich hier, nicht um die Berge zu besteigen, sondern um von ihnen bestiegen zu werden. Es gibt einen Grund, warum alle großen Mystiker, Propheten, Seher sich in die Wildnis zurückzogen. Mose, der Berg Sinai, Elia, der Berg Horeb, Jeschua, die Wüste, der Ölberg, der Berg der Verklärung, Buddha, der Wald von Bodh Gaya, Daniel, das Ufer des Tigris, das Fasten, die Stille. Der Rückzug ist keine Flucht, der Rückzug ist eine Technik, die älteste spirituelle Technologie der Menschheit. Entferne dich vom Lärm, entferne dich von der Ablenkung, entferne dich von allem, was dich in der Horizontalen hält, damit du wieder vertikal werden kannst. Und das ergibt was? Schreib's in die Kommentarsektion. Der Mensch ist ein vertikales Wesen. Er steht aufrecht zwischen Erde und Himmel, zwischen Materie und Geist,
zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Und die Berge erinnern uns daran. Wenn du den Blick über die Gipfel schweifen lässt, wenn du siehst, wie die Wolken sich in Stille bewegen, wie das Licht auf Felsen trifft, die älter sind als jede Geschichte, dann spürst du es. Die Stille, die spricht, die Größe, die demütigt, die Schönheit, die anbetet, durch dich. Die Natur betet nicht mit Worten, sie betet mit ihrem Sein. Und in diesem Moment, wenn du still genug bist, betest auch du ohne Worte durch dein bloßes Dasein. Der Engel spricht zu Daniel und er sagt etwas Erstaunliches. Er sagt nicht, ich kam zu dir, sobald du aufgehört hast zu beten. Er sagt nicht, du hast mich schließlich verdient. Er sagt, vom ersten Tag an wurden deine Worte gehört und ich bin auf den Weg zu dir gemacht worden. Vom ersten Tag an. Aber dann stockt er. Und er erklärt, warum er erst jetzt angekommen ist. Der Fürst des Königreichs Persien stand mir gegenüber, 21 Tage lang. Ein himmlischer Bote, ein Engel, gesandt mit einer Botschaft für einen sterblichen Menschen. Und er wird aufgehalten, blockiert, festgehalten. Von wem? Von einem Fürsten der Dunkelheit, einem geistlichen Machtträger, der über das Königreich Persiens herrschte. Nicht über die Menschen Persiens, über die geistliche Sphäre dahinter. Denn hinter jedem Königreich dieser Erde steht ein unsichtbares Gegenstück, eine geistliche Macht, die das Geschick von Nationen beeinflusst. Ein Wächter, ein Lenker, ein Fürst der Unsichtbaren. Und dieser Fürst Persiens wusste, wenn Daniel diese Botschaft empfängt, wenn er versteht, was in der Zukunft geschehen wird, dann wird das Licht größer. Dann wird der Plan des Himmels sichtbarer. Dann werden die Mächte der Finsternis geschwächt. Und deshalb kämpft er 21 Tage lang nicht gegen Daniel, gegen den Boten. Er wollte die Botschaft aufhalten. Er wollte, dass das Schweigen anhält. Er wollte, dass Daniel zweifelt, aufgibt, heimgeht. Und hier geschieht das Wunder. Der Engel sagt, da kam Michael, einer der vornehmsten Fürsten, mir zu helfen. Der Erzengel, der Kriegsfürst des Himmels, kam nicht zu Daniel ans Ufer des Tigris. Er kam dorthin, wo der Kampf wirklich stattfand, in den unsichtbaren Ebenen zwischen Himmel und Erde. Er kam, um den Boten zu befreien, um den Weg frei zu kämpfen, damit die Botschaft ihren Empfänger erreichen konnte. Und erst nachdem Michael eingegriffen hatte, erst dann konnte der Engel weitergehen, konnte er sich Daniel nähern, konnte er sagen, fürchte dich nicht, Frieden sei mit dir. Was bedeutet das für dich und mich? Es bedeutet, wenn dein Gebet nicht sofort beantwortet wird, wenn das Schweigen anhält, wenn die Tage vergehen und du nichts siehst, dann ist es vielleicht nicht so, dass niemand antwortet. Es könnte sein, dass der Bote unterwegs ist, dass er kämpft,
dass die Antwort bereits gesandt wurde und dass ein Kampf auf einer Ebene stattfindet, die du nicht sehen kannst. Und vielleicht ist auch ein Michael unterwegs. Eine Kraft, eine Verstärkung, die kommt, wenn der Widerstand zu groß wird. Die kommt, wenn es notwendig ist. Nicht, weil du es verdient hast, obwohl vielleicht auch das, aber weil das Licht immer einen Weg findet, weil die Ordnung des Universums stärker ist als jede Macht der Finsternis. Michael, der Name bedeutet, wer ist wie Gott? Eine Frage als Name? Die tiefste Frage. Und die einzige Antwort, die wahr ist, niemand, nichts, keine Macht, keine Dunkelheit, kein Fürst eines Reiches ist wie Gott. Und deshalb verliert die Dunkelheit immer, auch wenn sie 21 Tage kämpft. Verstehst du das? Dein Gebet ruft Kräfte herbei, die du nicht siehst. Das ist keine Metapher, das ist keine poetische Überhöhung. Das ist das Zeugnis eines Mannes, der für das geschrieben hat, was er erlebt hat. Der nicht schrieb, um zu beeindrucken, der schrieb, damit zukünftige Generationen, wir verstehen, was hinter dem Vorhang dieser Welt geschieht. Es gibt einen Kampf, nicht im Fleisch und Blut, wie der Apostel Paulus Jahrhunderte später schreiben würde, sondern mit Mächten, mit Gewalten, mit den Weltbeherrschern dieser Finsternis, mit den geistlichen Mächten des Bösen in den himmlischen Örtern. Und wir in unserer kleinen Existenz, in unseren kleinen Leben, mit unseren kleinen Gebeten, wir sind Teil dieses Kampfes, nicht als Opfer, als Krieger des Lichts. Preis sei dir, du unaussprechliches Prinzip, du alles Durchdringendes, du eines, das kein Name fasst und dem dennoch alle Namen gehören. Preis sei dir in der Stille dieser Berge, die älter sind als jede Zivilisation, die gesehen haben, wie Reiche entstanden und verfielen und die noch stehen, ruhig, mächtig, ewig. Preis sei dir im Prinzip des Geistes, dem ersten und höchsten Prinzip, das lehrt, dass all ist Geist, das Universum ist mental. Alles, was ist Ausdruck eines unendlichen Bewusstseins, das sich durch die Formen der Materie ausdrückt, ohne von ihnen begrenzt zu werden. Preis sei dir im Prinzip der Entsprechung, das zwischen Ebenen eine Brücke baut, die keine Kluft wirklich trennt. Was ist ein Spiegel dessen, was war, und was war, ist ein Schatten dessen, was sein wird. Wie oben, so unten, wie innen, so außen, wie das Kleine, so das Große. Preis sei dir im Prinzip der Schwingung, in jedem Ton, der durch diese Bergluft trägt, in jedem Herzschlag, der antwortet, in jedem Gebet, das die Schwelle zwischen den Welten berührt. Preis sei dir im Prinzip der Polarität, das uns lehrt, dass kein Schatten existiert ohne Licht, dass kein Kampf existiert ohne Sieg, dass keine Verzögerung existiert ohne Ankunft. Denn Daniel wartete 21 Tage, 21 Tage der Dunkelheit, 21 Tage des Schweigens. Und dann
das Licht kam, weil es immer kommt, weil es kommen muss, weil die Polarität es so bestimmt. Preis sei dir im Prinzip des Rhythmus, dem Auf und Ab der Wellen, dem Kommen und Gehen der Jahreszeiten, dem Atemzug der Erde, den wir hier spüren, hier in den Bergen, wo der Rhythmus langsamer ist und tiefer und weiser. Preis sei dir im Prinzip der Ursache und Wirkung, denn kein Gebet ist wirkungslos, kein Fasten ist vergebens, kein Tag des Wartens ist verloren. Alles, was in die unsichtbare Welt gesendet wird, kehrt zurück, transformiert, verstärkt, erfüllt. Preis sei dir im Prinzip des Geschlechts, dem ewigen Tanz zwischen dem Empfangenden und dem Gebenden, zwischen dem Aktiven und dem Passiven, zwischen dem Gebet und der Antwort, zwischen dem Menschen und dem Himmel. Es gibt eine Weisheit im Fasten, die die moderne Welt beinahe vergessen hat. Wir leben in einer Zivilisation der Sättigung, satt an Nahrung, satt an Bildern, satt an Worten, satt an Reizen. Und in dieser Sättigung verlieren wir die Fähigkeit zu empfangen. Das Fasten ist keine Kasteiung, das Fasten ist eine Öffnung. Wenn der Körper sich entleert, öffnen sich Kanäle, die im Alltag verstopft sind. Die Alten wussten das, die Schamanen, Propheten, Mönche und die Berge wissen das auch. Denn hier oben fastet die Natur auf ihre eigene Weise. Der Winter fastet, die kahle Felswand fastet, der Adler fastet, wenn er kreist und wartet. Und im Fasten, in dieser bewussten Leere entsteht Raum. Raum für das, was kommen will. Raum für die Botschaft, die geschickt wurde vom ersten Tag an, aber erst ankommen kann, wenn du aufgehört hast, zu laut zu sein. Vielleicht bist du in einem Moment deines Lebens, in dem du wartest. Vielleicht hast du gebetet, vielleicht hast du dich ausgerichtet, vielleicht hast du alles gegeben und die Antwort kommt nicht. Oder noch nicht. Ich sage dir, du bist nicht vergessen. Dein Gebet ist nicht verloren. Vom ersten Tag an wurden deine Worte gehört. Vom ersten Mal, als du dich in der Stille ausgerichtet hast. Vom ersten Mal, als du dich gedemütigt hast. Vom ersten Mal, als du gesagt hast, ich weiß nicht, aber ich vertraue. In diesem Moment wurde die Antwort entsandt und vielleicht gibt es einen Kampf auf einer Ebene, die deine Augen nicht sehen können. Vielleicht gibt es Widerstände, die erstmal nichts mit dir zu tun haben, sondern mit dem größeren Spiel, das gespielt wird. Und vielleicht wird ein Michael geschickt, eine Kraft, ein Mensch, ein Zeichen, ein Wort, das genau dann kommt, wenn du es nicht mehr erwartest. Und das Gebet ist ewig. Es hat keine Zeit, keine Grenze. Es kennt keinen Feind, der stark genug wäre, es aufzuhalten. Denn wenn der Fürst der Dunkelheit 21 Tage kämpft, dann kämpft er vergebens, weil das Licht immer ankommt, weil Michael immer kommt, weil die Antwort immer gegeben wird an die, die warten können, an die, die schweigen können,
an die, die wie Daniel an das Ufer des Flusses treten, das Gesicht zur Sonne, das Herz zur Stille und sagen, ich bin bereit.